Wir sind bei SMP 31. Januar 2023. Das ist Katrin Heinig. Sie ist 1,96 Meter groß, nehme ich mal an. Ungefähr. Nee, du bist wie groß? 1,67. 1,67. Und das Auto ist ungefähr 1,67 Meter groß. Wenn du mal gerade davor gehst, 1,92 groß. Und wenn du mal kurz dich davor mal stellst, mal die Arme ausbreitest, dann merkst du, es ist nicht sehr breit. Nur 1,56. 1,56. Warum soll man denn ein Auto kaufen, was nur 1,56 Meter breit ist? Zum Beispiel, damit es ganz prima auf den Gehweg passt. Damit man am Gehweg fahren kann. Da darf man doch gar nicht fahren. Doch, wenn das Auto der Stadt gehört schon oder der Gemeinde. So, oder man hat einen Auftrag von der Gemeinde, der Stadt, also dass man über ganz enge Wege fahren darf. Ja, es ist kalt, oder? Ja, ein bisschen. Ja, wir machen den gleich mal an. Vielleicht, hallo Christian. Hallo Sven. Ja, es geht um Kommunalfahrzeuge, die sind neu, nagelneu. Sie kommen aus der Volksrepublik China. Das ist richtig, genau. So, und die Chinesen bauen ja auch ganz wichtige Dinge, wie zum Beispiel das iPhone. Sag ja. Ja, okay. So, sehr schön. Also hohe Qualität. Das ist ein neues Kommunalfahrzeug. Du sagst, der Hauptwettbewerber oder einer der Marktbegleiter ist zum Beispiel Piaggio. Ja, genau, richtig. Wobei wir hier aber bei einem weitaus günstigeren Preis liegen. Zum einen und sehr, sehr vielseitig einsetzbar von den Umbauten her. Von den Umbauten. Du kannst da ganz viel dran machen. Du kannst einen Schneeflug dran machen. Zum Beispiel. Oder auch ein Streuer hinten. Oder auch, es ist das Fahrzeug möglich, mit einem Spiegel und einer Plane auszustatten, mit einem 3-Seitenkipper oder einer höheren Bordwand für die Ladefläche. Also sehr flexibel und individuell ausrüstbar. So, der hat ungefähr die Ladefläche von einem großen Pickup, so muss man sagen. Das Ganze kann aber auch zum Beispiel für den Bau verwendet werden. Was darf ich denn zuladen? Also bis zu knapp 1 Tonne ist machbar. 1 Tonne? Knapp 1 Tonne, ja. Echt? Ja. So, hat der Blattfedern? Ja, hat Blattfedern. So, ich zeig's mal gerade. Da vorne ist es mit drin. Ja, ihr kennt interessanterweise auch den Importeur sehr gut. Das ist ein großer Konzern. Ja, genau, das ist richtig. Was ist denn das für eine Marke? Wie heißt die? DFSK, auf gut Deutsch gesagt Dongfeng Songkon. So, und das Ganze ist nämlich sehr, sehr, ich sag mal, interessant. Das ist hier Massenware, so oder so ähnlich fährt die in Fernost jeden Tag und wahrscheinlich die nächsten 20, 30 Jahre rum, oder? Das ist richtig, nur hier halt auf europäischen Standard, auch von der Abgasnorm, alles natürlich neu gemacht. Ist das Viertakter? Viertakter Euro 6, ja. So, wie viel Anzahl der Zylinder? 2? 4. 4. Nee, gut, ich frage mal so, ich habe ja keine Ahnung davon. Das heißt, also du kriegst das ganze Auto, ist die Mehrwertsteuer mit drin, 15.000? Ja. So, ist mit drin. Die Zielgruppe sind ja jetzt keine, ich sag mal, ist ja nicht, ich sag mal, Vater und Mutter, die ihr Kind damit zum DFG fahren, oder? Nicht unbedingt. Eher, würde ich mal sagen, Handwerksbetriebe oder Gemeinden, die das Fahrzeug zur Straßenreinigung nutzen oder zum Transport von Holz oder Gartenabfällen. Da ist das ideal, das Auto. Also dadurch, dass es so klein ist, passt es überall durch. Kenne ich in Italien, da kannst du mit vielen Autos nicht durchfahren. Wenn du oft auf Wegen und so weiter unterwegs bist, die ganzen Kommunalfahrzeuge sind so schmal. Ja, das ist richtig, genau. Das ist so. Kann man denn da drin sitzen, ohne dass man, also man wird sich wundern, wie viel Platz da drin ist, oder? Ich denke schon, ich kann mich ja mal reinsetzen. Ja, mach das mal bitte, dass wir das mal sehen. So, und die Pritsche ist schon dabei. Die Pritsche ist schon dabei und da gibt es halt jede Menge individuelle Umbauten. Das heißt jetzt wie gesagt 3 Seitenkipper, optionaler Allradantrieb. So, das heißt, der hat eine Hupe? Ja. Krass, funktioniert. Das ist ein richtiges Auto. Das heißt, es hat eine Gangschaltung, 5-Gang? Gangschaltung, ja, mit Rückwärtsgang natürlich. Ne? Okay. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Elektrische Fensterheber sind mit drin. Klimaanlage auf Wunsch? Ja, Gibt es auf Wunsch, ja. Gibt's auf Wunsch. So, und das Ganze, zeig mal bitte rein. Ist das jetzt ein LKW als Zulassung? Man kann als LKW zulassen, man aber auch ganz normal als PKW. Als PKW. Bitte mal reinhalten, so, sagen wir gerade so nett, die Daten. CO2 machen wir gleich. Also das Ding heißt DFSK, das kenne ich irgendwoher, DFSK, das habt ihr schon mal verkauft. Das ist zum Beispiel Fengon, oder? Ist DFSK? Wir verkaufen die noch, genau. DFSK Fengon 5, Fengon 500. So, ich zeig das mal gerade. Steht da vorne, so, da sind die zu euch gekommen, haben gesagt, naja, ihr habt doch da einen Riesenbedarf, gerade im Saarland, an Leuten, die sowas gebrauchen könnten. Also die zum Beispiel Hausmeisterdienste, die sowas machen. Ja, richtig. Und da haben wir gedacht, weil, warum nicht, ne? Kann man mal ausprobieren. So, zeig mal bitte die CO2. Ja. Haben wir das mal auch. Also, er braucht kombiniert 7,8 Liter. So, was hat der Benzin? Das Fahrzeug wiegt unter 1 Tonne. Leistung 59 kW, das heißt, der geht sogar richtig. Und er hat eine CO2-Effizienz von G.
Was haben wir denn hier? Ich gucke mal gerade, wie viel Gramm? 175 Gramm. 75. Okay. So, das haben wir. Dann komme ich mal auf die andere Seite und blicke mal zu dir rein. Und wir werden jetzt mal den ultimativen Test machen. Wir werden eine Person in dieses Fahrzeug setzen, die größer ist als 1,67 Meter, glaube ich. Ja, deutlich. Deutlich, nämlich den Christian. Und das klappt. Ja, hab sogar noch Platz. Sag mal, wieso sind unsere Autos so breit? Das braucht doch kein Mensch. Das hier langt doch voll und ganz. Nee, das ist absolut richtig, das reicht. Warte, ich zeige euch mal von innen, dass wir das mal filmen. Das Coole ist, dass ich euch direkt hier filmen kann, weil auch der Überhang, also es ist ein recht effizientes Auto. Jetzt muss man allerdings sagen, geht der Sitz noch ein bisschen zurück? Bei mir jetzt nicht. Nicht. Beim Fahrrad Also- ja. Also hier ist jetzt Schluss. Das heißt, die etwas kleinere Person, die würde dann auf der Fahrerseite sitzen, die etwas größere. Ja, wäre ratsam, ja. So, wobei, das ist glaube ich deine Chefin, die bleibt dann da sitzen. Genau. Cool. Heizung ist mit drin? Heizung ist mit drin, optional auch Klimaanlage. Und wenn mehr mitfahren wollt, gibt es auch eine verlängerte Kabine oder Doppelkabine. Eine Doka gibt es auch. Ja. Für wie viele Leute dann? 4 oder? 4, ja. 4 Personen. 3 Seitenkipper Aufpreis? 3.400 Euro. Das Silber ist jetzt optional, kommt der in Silber? Ne, man kann auch in Weiß bestellen. Ist er dann billiger? Gleicher Preis. Gleich. Ist gleicher Preis, Ja. Silber oder Weiß? Ja, genau. So, das heißt, das schöne Metallic kostet dasselbe wie Weiß. Richtig, genau. Je nachdem, wie man beschriften will oder so. Ihr müsst den Chinesen sagen, Metallic ist immer Aufpreis. Das geht so nicht weiter. Ja, das ist so. Das lassen wir lieber. So, ein Radio ist nicht drin? Doch, Radio, AUX-Anschluss. Wie krass. Ich schnell mal ausmachen. Genau, bevor es noch einer mitkriegt, ja, dass ein Radio mit drin ist. So, Hupe haben wir geklärt. Lenkrad ist höhenverstellbar? Ich denke, Vielleicht. Das ist starr. Ist starr. Ja. Okay. So, bitte mal starten. Der springt direkt an. Natürlich. Ein Neufahrzeug. Nein, das ist jetzt kein Witz. Also die Marke ist ultra bekannt. Fengon, ein Riesenkonzern. Also ist bloß hier in Europa kennt das oder noch wenige. Also Das stimmt. DFSK, die haben begonnen mit Nutzfahrzeugen. Die haben zuallererst Nutzfahrzeuge gebaut. Also das war ihr Geschäftsfeld. Und erst dann später haben die sich auch auf PKWs konzentriert. So, jetzt, ist der zugelassen? Der ist zugelassen. So, sollen wir mal eine Runde fahren, wir zwei? Okay, ich muss dich zu Hause lassen. Ja, das ist recht. So, ich muss auch die Katrin interviewen, denn das erste Mal machen wir nämlich jetzt mal eins. Weißt du, was wir machen? Machen wir was richtig Cooles. Man kann uns die Beine hier noch runterstellen. Ich bin 1,85 und habe das Problem nicht. So, ich mach mal zu. Boah, ist das cool. So, wir fahren nämlich jetzt mal. Ich habe nämlich eine geile Idee. Wir fahren mal zum. Kaffee trinken. Nein, wir fahren mal zum Saarbrücker Schloss. Und da gibt es eine Zufahrt. Und da gucke ich mal, ob wir da zwischendurch passen. So, da gibt es so Poller. So, du schnallst mich mal kurz an. Dankeschön. Perfekt. Das Ganze ist ja ohne Schnitt, wie sich das so gehört. Du fühlst dich wohl? Cool? Ja, alles gut. Alles gut, wir können los. Okay, auf geht's. Guck mal, die grün? Ampel ist hier gerade grün. Dann Ja. können wir direkt hier Vorsicht, da kommt einer. Sehr schön. starten. So, hört sich an wie ein Nutzfahrzeug, ne? Ja, Airbags ist auch Fehlanzeige, muss man sagen. Aber das hat, ich glaube, der kleine Bruder hat es auch nicht. Also der Wettbewerb in dem Bereich ist meistens auch spartanisch ausgestattet. Ja, wobei man kann sich das hier optional bestellen. Ein Paket mit Airbags, ABS oder ESP geht. Wenn man das will. Wenn man das möchte, ja. Gut, es kommt halt auf den Einsatzzweck an. Ne? Wenn ich nur auf dem Gehweg fahre mit 20 Stundenkilometern vielleicht, dann brauche ich nicht unbedingt ein Airbag. Ne? Gut, die Zulassung als LKW senkt die Steuern nochmal merklich. Ja, denke ich auch, ja. So, ihr merkt, wir fahren mit einem DFSK durch Saarbrücken. Die Leute, die sich auskennen, 15.000 für ein neues Nutzfahrzeug der Klasse, das ist nicht teuer. Ich denke, das ist ein sehr guter Preis. So, Steuer ist mit drin. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Die Steuer ist mit drin, genau. Also für Gewerbetreibende ist das dann netto bedeutend weniger. Ne? So, ich zeig mal gerade, das ist die Ladefläche.
die wir im Moment allerdings erhoppelt ein bisschen, liegt daran, dass die Blattfederung nicht belastet ist. Das kenne ich von meinem Toyota. Wenn du das nicht beladen hast, dann ist er relativ steif. Ja, so, genau. So, du darfst dich mal nach rechts begeben. Hast du den Tatort geguckt eigentlich, den neuen? Ja, habe ich gesehen. Und? Ich fand ihn eigentlich ganz cool. Er hatte so ein bisschen was von Fight Club. So ein bisschen. So, wir dürfen Wir aber... haben sehr viel geboxt und es ist einiges an Blut geflossen. Ne? Also Krass. wir können nach rechts, dann sind wir etwas schneller, aber auf der Spur können wir eigentlich auch zum Schloss. Ja, lass Aber uns dann doch... brauchen wir länger, ne? Ja. Aber ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, ich habe ja schließlich keinen Sportwagen. Jetzt hinter dem. Aber Jetzt. klappt's. Wahnsinn. Wie fährt er sich so vom Anzug? Ich finde es ganz lustig. Gut, es ist ja, es ist spaßig, weil er ist klein, ne? Und ja, ich würde sagen, fährt sich wie so ein kleines Nutzfahrzeug. Dann ist bei den Chinesen auch so, das muss jetzt nicht unbedingt der fahren, dem das Fahrzeug jetzt gehört. Das heißt, man kann auch Leute darauf loslassen, die vielleicht nicht perfekt damit umgehen. Dafür sind die, glaube ich, gebaut, oder? Ja, ich denke robust. Hier kann man sich auch mal, denke ich, verschalten. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich lasse das jetzt auch mal. Aber jemand, der jetzt nicht der super Fahrer ist, denke ich, kommt mit diesem Auto auch zurecht. Ne? Ich zeige mal gerade, das ist das Armaturenbrett. Sogar mit digitalem Tacho. Sie hat jetzt nicht gelacht, deswegen muss ich gucken, dass ich die Scherze unterlasse. Ist das Heck- oder Frontantrieb? Was hast du ja? So, sollen wir gleich mal nachgucken? Ich würde sagen, wir gucken mal nach. Ich würde sagen Frontantrieb, ne? Ja, ich denke auch. Weil da hinten sehe ich nur... Könnte sein, ein Kardan. Wir werden es gleich mal sehen. Ich glaube nicht. So, Experiment Nummer 2. Guck mal hier in Smart. Wir fahren mit einem DFSK auf die Stadtautobahn. Mit dem K01S. K01S. Ja. Da Wollen wir muss da man, gleich wieder raus? kann man machen, Ja, ne? muss man eine Mindestgeschwindigkeit von 60 km/h haben. Hast du die gerade, oh ja, 80? Ja, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Der Und du fährt fühlst dich auch nicht bis- unwohl. Der fährt bis 135 tatsächlich. Ja. Wobei, ich weiß nicht, sollen wir das mal austesten? Nö. Nee, ne? Nö. Also ich komme mir so ein bisschen vor wie im VW T3, Ja. weil die Schnauze hier, die hört hier auf quasi. Ach, guck mal, da staut sich's und wir haben alles richtig gemacht. So, jetzt musst du nach links Richtung St. Anual. Ist eine coole Kiste, oder? Ja. Und ich bin mal gespannt, ob wir wirklich durch die Poller durchpassen. Du werden es gleich erfahren. Ob das, ich meine, die Ordnungswidrigkeit werden wir dann auch gleich filmen. Aber sei es Ja, drum, super. ja, ich zahl's ja nicht. Ich würde sagen, wir wechseln dann kurz vorher Okay. die Fahrer. Ach stimmt, der Fahrer ist ja der Angeschmierte. Da halte ich jetzt mal besser an. Okay. Gewährleistung 2 Jahre? Ja, genau. Ersatzteile kriege ich die für euch? Ja, bei uns. Okay. So, Und auch den Service machen wir auch, ne? Also SMP Wartung oder AG. wenn was kaputt ist. Ihr habt jetzt die DFSK, habt ihr seit 2 Jahren schon jetzt Ja. im Programm? Genau. Haben die euch wegen Teilen mal im Stich gelassen, massiv? Oder? Nein, noch gar nicht. Gar Das- nicht. Nee, das klappt eigentlich immer. So, das heißt, du kriegst auch Blechteile, wenn mal irgendwas, ich sag mal, defekt sein sollte oder sowas, Unfall. War erst einmal der Fall, dass wir das brauchten, aber auch das hat funktioniert. So, für alle, die gerade zuschalten, wir sind im Regierungsviertel der Landeshauptstadt Saarbrücken. Hier hat man ja die Landesverwaltung und die Kommunalverwaltung sehr kompakt. Überhaupt, Saarland ist nett, oder? Jeder kennt jeden. Also ich kenne jetzt nicht alle, 1 Million Einwohner, ne? Vielleicht du, aber viele schon. Aber viele kenne ich schon. Viele kennen mich leider. Das ist das Problem. Das ist dumm. Ich So. hoffe, dass mir das nicht so geht. Jetzt geht's nach rechts. Ja. Wir fahren Richtung Alzerbrücken. Ja. So. So, für alle, die gerade zuschalten, Probefahrt im maximalen Nutzfahrzeug mit 1 Tonne Zuladung. Bis zu, kann man sagen? Oder Ja. hat er eine Tonne?
Nicht ganz, es sind 970 Kilo. Zuladung. Ja, Also der wiegt 970 und hat 970 Kilo Zuladung. 980 wiegt er, hat 970 Kilo Zuladung. Also bei dem Pritschenwagen, ne? Wenn er Ja. 3 Seitenkipper hat, Bisschen weniger, ein bisschen weniger, ungefähr 100 Kilo weniger. weil das Gewicht. Ja. Weil, ja genau, durch diese Kippmechanik, die ja auch noch ein bisschen was wiegt, ist die Zuladung dann ein bisschen geringer. So, hier vorne ist 30, weißt Ja, du? ja, hab schon eingestellt. Automatisch hat das mein Fuß gemacht. Okay. So, wisch mal für die Zuschauer. Danke. Also so Regensensor, Lichtsensor, Abstandstempomat, das können wir alles knicken. Schnickschnack brauchen wir in dem Auto nicht. Fahren wie früher. Ja, das ist noch essentiell. Ich überlege gerade, wenn wir jetzt hier geblitzt worden wären, ob wir überhaupt einen Strafzettel bekämen oder ob die Mitleid hätten mit der Breite. Weil der ist ja extra so gebaut, dass er schmal ist. Ja, Dass sie dann sagen, komm, ist vielleicht ein Krankenfahrzeug oder... genau. Wir könnten ja jetzt so tun, als würde ich dich jetzt gleich ins Krankenhaus bringen. So, vielleicht, damit ihr es wisst, in Italien und mittlerweile auch in Deutschland, sogar in Saarbrücken, fahren ganz viele von den schmalen Fahrzeugen rum. Das hat nämlich einen Grund, wenn ich hier zum Beispiel auf dem Bürgersteig fahren will, kann ich das mit jedem anderen Fahrzeug vergessen. Heißt, ich habe eine Baustelle hier, muss zum Beispiel Sand dahin bringen. Ist das eine Anwendung? Ja, warum nicht, ne? Genau. Warum ich übrigens so Witzchen mache, ist, ich will nur alles vorwegnehmen, was in den Kommentaren stehen könnte. Verstehst du, was diesem Fahrzeug zugeschrieben wird. Ja. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video findet. Ich finde es geil, weil ich feiere einen T3. Und der T3 war genauso früher. Der war, gut, ich glaube auch ein bisschen teurer oder ein bisschen billiger, ich weiß gar nicht mehr. Jetzt geht es rechts rein und jetzt kommt, ob sich die Spreu vom Weizen trennt, werden wir gleich sehen. Denn hier vorne kann auch sein, dass ich die ganz falschen Erinnerungen hatte, die Poller. Du weißt, welche ich meine? Ja, Jetzt weißt du, was ich meine. ja. Guck mal, das könnte, sollen wir mal probieren? Warte, ich gehe mal raus und dann gucken wir mal. Ja, ich denke, das wird nichts. Das ist wohl ein Das- Meter Nee, guck mal. 20 und wir haben... Guck mal, 1,56 Meter, so. Aber wir gucken mal. Hopp. So, hier. So, das hier ist der breiteste Weg. Mach mal, stopp. Komm mal. Bisschen näher. Bisschen näher. Geht nicht. So, das heißt, der Versuch ist schon mal fehlgeschlagen, aber es haben nur, wenn du mal kurz aussteigst, mal guckst, dass du mal selber siehst, wäre ein Versuch gewesen, dass wir das Auto hier präsentiert hätten vor dem Saarbrücker Schloss. Die Alternative wäre jetzt gewesen, wir wären zwischen den beiden Aber es ist ganz knapp. Ganz knapp. ganz knapp. Also die Stadt Saarbrücken hat das gut gemacht, muss ich sagen. Nee, ist ja gar nicht die Stadt hier, ist ja die, Gott, was ist hier? Wie peinlich. Wir gucken mal gerade, ob er Heckantrieb hat. Ich guck mal gerade runter. Er hat Heckantrieb. Er hat Heckantrieb. Das wäre auch doof, wenn du nämlich auf der Wiese wärst und du hast die ganze Last hinten auf der Pritsche und dann hätte der Frontantrieb, der kennt ja gar nicht vom... Klar, hätte ich wissen müssen. Nein, eben nicht. Oder hätte dran denken müssen. Weil nämlich die meisten LKWs haben nämlich, oder die kleineren, die haben Frontantrieb. Und du siehst hier sehr schön, siehst du hier unten den Kardan, Ja. der hier drin ist, der Ja. läuft hier drunter und der hat Heckantrieb. Und dadurch geht er überhaupt erstmal weg. Ja. Das ist ja so, das... Ja, und wenn er dann die Ladefläche beladen hat, ist das dann noch besser. Ne? Mach mal auf an der Übrigens, Seite. Ja, Den kann man auch, wenn man möchte, mit Allradantrieb bestellen. echt? Ja, tatsächlich. Ja, für so matschige Untergründe. Ne? Dann fährt er allerdings nur bis 40 Stundenkilometer, aber machbar ist das. Ist zuschaltbar, der Allrad. Ja, kostet aber schon Aufpreis. Wie viel ordentlich. kostet er? 5? Fast. Über 4, ja. Ja gut, aber ich kriege ein Allradfahrzeug. Ja, machbar und das ist natürlich ist für das, den ja. Einsatz unbezahlbar, wenn du eins brauchst. Ja, So, also Heckantrieb hat er, da vorne ist es mit drin, Blattfedern hat er mit drin. Am besten guckt ihr euch den mal selber an. Der Test leider nicht bestanden, aber fast. Ich könnte ihn ja drüber schmeißen, wenn er nicht eine Tonne schwer wäre.
wenn wir diese Radkastenverbreiterung opfern, dann klappt's. Ich darf mal was zeigen. Komm mal her. Es haben schon ein paar probiert, wie du siehst. Tatsächlich. Ich darf das mal gerade zeigen. Oh ja, oh ja. Du warst nicht der Einzige, der das Ja. probiert hatte. Und das da sieht auch schwer nach Beschädigung aus. Das wollen wir dem Auto nicht antun. So, Ja. SMP Automobilhandel AG. Bekannt seid ihr durch diesen großen Smart Home. Ihr seid Smart Service Partner. Ja. Und mehr Marken, mehr Service, smp-sa.de. Ihr habt euch stark verändert und habt jetzt DFSK im Programm. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, meldet euch zum Beispiel bei dir oder beim Christian. Genau, also wir würden uns freuen und es ist auch durchaus möglich, das Fahrzeug mal für 1-2 Tage zu testen. Ne? Wir bringen das auch gerne mal vorbei, kein Thema. Echt? Ja. So, das heißt, ich kann ein bisschen was transportieren damit. Ja, also wenn jetzt hier, ne, Hinten Heinz- der Beton drauf geschnitten, das geht nicht. so einfach, ja, ich brauche mal was, so ist das nicht gemeint, sondern wirklich ein ernster Interessent, ne? Eine Gemeinde, Der auch mal damit ein fahren will. Handwerker und das mal austesten will, das ist kein Problem. Also Gemeinden, Handwerker, Hausmeisterdienste, Gartenbauer, das sind ja so typische, die auch vielleicht ein Allrad wollen. Wenn ihr mal ein cooles Auto fahren wollt für relativ wenig Geld, wendet euch an die SMP Automobilhandel AG. Das Ganze ist in Saarbrücken, Mainzer Straße, Ecke Brebacher Landstraße. Brebacher Landstraße, da wo der Smart Home ist. Gelb jetzt übrigens ist der Smart Home. Danke fürs Einschalten. Tschüss, Katrin. Und Tschüss. da ist das Lenkrad, das leere. Ciao. Tschüss, Sven.